Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Voyage to Go und herzlich willkommen in der marokkanischen Stadt Marrakesch. In diesem Video nehme ich euch mit auf eine Motorradreise durch den Westen Marokkos. Ich starte im lebendigen Marrakesch und fahre dann weiter ins malerische Essaouira. Von Essaouira mit seiner charmanten Altstadt und den beeindruckenden Festungsmauern fahre ich nach Süden durch die Wüste und ins Surferparadies im Suane am Atlantik. Weiter geht es in die Umgebung des sonnenverwöhnten Agadir. Von dort aus mache ich einen Abstecher ins wunderschöne Paradise Valley und erkunde dann in Südmarokko den Strand von Lesira und lasse dann den ersten Abschnitt meiner Tour und dieses Videos mit Meerblick in Mirlef enden. Im nächsten Video fahre ich dann von dort ins Landesinnere und über das legendäre Gebirge des Anti-Atlas. Motorradübergabe, einer der wichtigsten Punkte bei so einer Motorradtour. Man muss genau hingucken, wo irgendwelche Kratzer schon vorher gewesen sind, weil man möchte später einfach keinen Ärger haben. Wenn ich das Ding selber hinschmeiße, dann weiß ich, was los ist, aber ich möchte vorher schon genau gucken, dass ich nichts übernehme, wo vorher irgendjemand mal einen Fehler gemacht hat. Für diese Tour habe ich mich für eine Yamaha Tenere T7 als Begleiterin entschieden. Mit ihrem robusten und leichten Design bietet sie perfekte Kontrolle auf unebenen Wüstenpisten und kurvigen Bergstraßen. Der leistungsstarke 689 Kubikzentimeter Motor liefert genügend Durchzugskraft für lange Strecken, während das Fahrwerk Stöße und Hindernisse problemlos abfedert. Für mich wird es das erste Mal auf einer Tenere sein. Mit dieser T7 werde ich die nächsten 10 Tage verbringen. Aber sie sieht nicht so aus, als würde sie mir keinen Spaß machen. Dafür, dass ich immer gute Laune habe, sorgen auch meine Mitfahrer. Manche kenne ich schon von anderen Touren, manche sind neu. Von Marrakesch bekommen wir heute gar nicht viel zu sehen, denn direkt nach dem Aufbruch am Hauptquartier verlassen wir schon bald die Stadt und kommen raus aufs Land. Das Umland zwischen Marrakesch und Essaouira wirkt zunächst weit und karg, geprägt von endlosen, trockenen Ebenen und verstreuten Olivenhainen. Die Straßen ziehen sich durch eine sandfarbene Landschaft, die von flachen Hügeln und vereinzelten Dörfern durchbrochen wird. Zwischendurch tauchen Arganbäume auf und hier und da sieht man Ziegen, die in den Ästen grasen. Ja, hier ist also der Ort oder einer der Orte, wo die Ziegen in den Bäumen sitzen. Das sind Arganbäume, aus denen wird das Öl gemacht. Und eine der Touristenattraktionen, die sich hier herausgestellt hat und die natürlich jetzt etwas künstlich nachgearbeitet ist, ist, dass die Ziegen hier ursprünglich vielleicht mal freiwillig in die Bäume gegangen sind. Aber wie man jetzt hier sehen kann, wird da auch ordentlich von den Schäfern und von den Ziegenhirten nachgeholfen, die dann hier teilweise sogar auf Podeste festmontiert werden. Den Ziegen scheint es egal zu sein. Ich hatte eben eine auf dem Arm und die hat sich nicht sonderlich drüber beklagt. Es ist eine ruhige, fast meditative Kulisse, die perfekt zum entspannten Dahingleiten auf dem Motorrad passt. Ja, Mazagan, wir sind auf der halben Strecke zwischen Marrakesch und Essaouira an der Atlantikküste. Man kann sehen, hier beginnt die Wüste und das Atlasgebirge. Die Temperaturen sind eigentlich noch moderat, aber ich will hier auch nicht allzu lange in der Sonne herumstehen. Wir machen jetzt nach ungefähr 1,5 Stunden Fahrt einen ersten Boxenstopp, trinken was, gehen auf die Toilette. Und dann ist es auch nicht mehr ganz so weit, bis wir bei unserem Tagesziel in Essaouira angekommen sind.
Essaouira, 190 Kilometer von Marrakesch entfernt im Westen. Das ging jetzt doch recht zügig. Wir essen jetzt hier nämlich zu Mittag, nachdem wir in Marrakesch gefrühstückt haben. Das war also keine große Strecke. Aber manche von uns mussten sich natürlich doch erstmal mit ihren Motorrädern vertraut machen. 2 Unfälle hatten wir schon. Das ist dafür, dass es der erste Tag ist, doch noch recht viel. Wir sind so rechtzeitig in Essaouira angekommen, dass uns nach dem Mittagessen noch Zeit bleibt, uns in der Unterkunft frisch zu machen und die Stadt zu erkunden. Essaouira, die Perle an Marokkos Atlantikküste, ist nicht nur ein malerischer Ort voller Geschichte und Kultur, sondern auch ein Paradies für Motorradreisende. Die gut ausgebauten Straßen führen durch atemberaubende Landschaften, von den schroffen, windgepeitschten Küsten bis zu den sanften Hügeln im Landesinneren. Hier treffen Reisende auf das authentische Marokko, weit entfernt vom geschäftigen Treiben der großen Städte, und können das milde Küstenklima genießen, das auch im Sommer angenehm bleibt. Essaouira, früher bekannt als Mogador, hat eine lange Geschichte als bedeutender Handels- und Hafenort. Schon im 18. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiges Tor für den Handel zwischen Afrika und Europa. Heute gehört Essaouira zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist bekannt für seine charmante, gut erhaltene Medina mit den weiß getünchten Häusern und blauen Fensterläden. Diese historische Kulisse verleiht der Stadt eine besondere Atmosphäre, die Besucher oft magisch in ihren Bann zieht. Ein wesentlicher Teil dieser Anziehungskraft ist die traditionelle Gnawa-Musik, die in Essaouira lebendig und allgegenwärtig ist. Die Gnawa-Musik ist tief in der Kultur des Landes verwurzelt und kombiniert afrikanische und arabische Einflüsse zu einem hypnotischen Klangbild. Ihre Melodien, gespielt mit Trommeln, Kastagnetten und der tiefen Guembri-Basslaute, schaffen eine fast tranceartige Atmosphäre und haben eine spirituelle Bedeutung, die weit über die Musik hinausgeht. Ein idealer Platz, um zur Ruhe zu kommen und sich auf die nächste Etappe der Reise vorzubereiten. Das jährliche Gnawa-Festival, das Essaouira zum Treffpunkt für Musiker und Musikliebhaber aus aller Welt macht, ist ein ganz besonderes Erlebnis und bringt die Straßen der Stadt zum Pulsieren. Ich höre gerade, dass wir heute nur etwa 150 Kilometer fahren. Das ist natürlich nicht so viel. Wir starten heute in Essaouira und fahren dann die Küstenstraße entlang nach Süden zu einem kleinen Ort, der auch als Surferparadies bekannt ist. Fast eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt auf die letzten 2 gewartet, die mit einem Motorrad unterwegs waren. Und jetzt wissen wir auch warum, weil sie nämlich in der Kurve weggerutscht sind und in die Felsen gerutscht sind. Der Fahrer ist ein bisschen am Arm verletzt, die Beifahrerin nicht. Und das Motorrad, würde ich sagen, ist etwas verletzt. Auf jeden Fall ist der Krümmer eingedrückt, ein Blinker ist ab und natürlich die Sturzbügel einigermaßen verkratzt. Das könnte schlimmer sein, man kann auch irgendwo einfach die Klippe runterfliegen, ist zum Glück nicht passiert. Und sie fährt jetzt erstmal im Begleitfahrzeug weiter, während sich alle vom Schreck erholen. Das Motorrad funktioniert aber noch und er ist jetzt eine Übungsstunde weiter. Auf den kurvigen Bergstraßen mit Gegenverkehr ist es nicht ungefährlich, mit dem Motorrad zügig voranzukommen. Aber die marokkanischen Autofahrer verhalten sich erfreulich oft sehr kameradschaftlich.
wieder am Meer, angekommen in der Surferstadt Imsuan am Atlantischen Ozean. Es ging über einen Bergrücken rüber und wir waren eigentlich halb in einer Art Staubwolke und auf der anderen Seite halb in dem Dunst vom Atlantischen Ozean. Hier sieht man auf jeden Fall jede Menge Surferboys und auch die Infrastruktur scheint da zu sein. Die eine Motorradfahrerin, die hinten auf dem verunfallten Motorrad mitgefahren ist, fährt jetzt im Begleitfahrzeug mit. Und der Fahrer hat einen Verband um den Arm, blutet dort etwas, trotz Schutzjacke. Das heißt, sie sind schon ganz schön in die Steine gehauen. Aber es geht weiter, er fällt halt immer ein ganzes Stück zurück. Man kann verstehen, dass die Situation ihm ganz schön Respekt eingejagt hat. Dieses Surfernest war nett, aber nichts für uns. Hier oben ist es deutlich cooler. Wir sind wieder auf dem Bergrücken, aber hinter mir kann man natürlich den Atlantik sehen. Hier geht es recht steil einen Cliff runter und man sieht die Feuchtigkeit vom Meer, die hier aufsteigt und sich dann hier mit der Wüste hinter mir mischt und auflöst. Wenn man hier weiter schwimmt, ist man eigentlich schon fast in Amerika. Machen wir aber nicht, wir fahren jetzt nach Agadir. Ein bisschen nördlich von Agadir haben wir die Nacht hier am Meer verbracht. Es ist toll zu sehen, wenn die Wüste auf das Meer trifft. Die Temperaturen sind gnädig mit uns. Unsere 2 Verwundeten sind leider so verletzt, dass sie die Tour nicht mehr weiterfahren können und wollen. Dafür muss man natürlich Verständnis haben. Wir haben heute eigentlich einen Ruhetag eingeplant, aber einen richtigen Ruhetag sollte es eigentlich bei sowas nicht geben. Deswegen fahren wir jetzt hoch mit den Motorrädern ungefähr 40 Kilometer einfach ins Paradise Valley und da nehme ich euch natürlich mit hin. Das Paradise Valley, nur etwa eine Stunde nordöstlich von Agadir gelegen, ist ein verstecktes Naturparadies im Herzen des hohen Atlasgebirges. Die Canyons im Paradise Valley sind ein beeindruckendes Naturwunder, das tiefe Schluchten mit steilen, rotbraunen Felswänden bietet, die sich über Jahrtausende durch Erosion geformt haben. Zwischen den Canyons schlängelt sich ein kristallklarer Fluss, der an manchen Stellen natürliche Becken bildet, in denen das Wasser türkisblau schimmert. Jetzt sind wir an einem schönen Ort. Wir fahren jetzt in dieses sogenannte Paradise Valley rein, also ungefähr auf der Höhe von Agadir nach Osten in die Berge rein. Hier sind eigentlich schöne Wasserbecken in diesem Wadi, aber nachdem es das ganze Jahr im Grunde nicht geregnet hat, sind die bis auf ein paar Pfützen ausgetrocknet. Und ich bin mir nicht sicher, man kann sich hier hinsetzen und die Füße ins Wasser tauchen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man das tun sollte. Diese Canyons sind nicht nur ein Paradies für Wanderer und Kletterer, sondern auch ein faszinierendes Ziel für Motorradfahrer, die die engen Straßen und Pfade entlang der Felswände erkunden. Mit dem Motorrad durch das Paradise Valley zu fahren, ist ein echtes Abenteuer. Die kurvenreichen Straßen, die sich durch die atemberaubende Landschaft schlängeln, bieten Fahrspaß pur und spektakuläre Ausblicke auf die schroffen Felsen und grünen Oasen. Geht wieder los, wir gehen auf die Motorräder. Die Stimmung war heute Morgen nicht ganz so gut. Unsere 2 Verletzten müssen uns nach Marrakesch verlassen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Agadir, erstmal tanken und dann geht's weiter. Okay, all the best for you. Good luck and quick recovery. Drive carefully.
I will. Bei dieser Tour durch Marokko ging es vor allem darum, dieses Abenteuer gemeinsam zu bestreiten. In den letzten Tagen haben wir alles daran gesetzt, als Team zusammenzubleiben und uns gegenseitig zu unterstützen. Doch nun fehlen 2 von uns nach ihrem Sturz und das bedrückt uns. Doch natürlich muss es für uns weitergehen. Es ist unser letzter Tag an der Küste und wir wollen das Meer noch einmal richtig genießen. Dafür fahren wir weit in den Süden Marokkos. Auf dem Weg zum Strand von Lexira mit dem Motorrad haben wir das Glück, ein richtig langes Stück direkt am Meer entlang zu fahren. Die Küstenstraße gibt den Blick auf das offene Blau frei und wir können den frischen Meereswind schon spüren, bevor wir überhaupt angekommen sind. Am Strand gibt es noch mehr Action. Hier kann man mit dem Quad direkt am Wasser entlangfahren und die kilometerlangen Sandflächen erkunden. Der Strand von Lexira ist außerdem ein echter Geheimtipp unter Surfern und Gleitschirmfliegern, denn die Wellen und die kräftigen Küstenwinde bieten optimale Bedingungen für beide Sportarten. Auch wenn einer der großen Felsböden 2016 eingestürzt ist, bleibt Lexira ein magischer Ort mit faszinierenden Landschaften. Der rote Sand, die Felsen und das weite Meer bieten eine Atmosphäre, die zum Staunen einlädt und zum Innehalten verführt. Doch lange innehalten können wir nicht, denn wir müssen noch unsere Unterkunft für heute Nacht erreichen. Die Strecke führt uns wieder entlang der Küstenstraße, die nun teilweise in einer dichten Mischung von Meeresnebel und Wüstenstaub liegt und aus der plötzlich noch einmal eine Kamelherde auftaucht. Wir übernachten heute in einem kleinen Hotel, das in der Nähe des Küstenortes Mirleft am Rande des Kontinents Afrika auf hohen Klippen über dem Meer steht und den schönen Namen trägt: Ein Tee am Ende der Welt. Ja, wie ihr sehen könnt, hat sich der Tag deutlich verbessert. Erstens mal ist das Wetter schöner geworden, zweitens mal ist die Stimmung besser geworden und drittens mal ist der Ausblick deutlich besser geworden. Nachdem wir heute den ganzen Tag in den Wolken oder im Meeresnebel gefahren sind, ist es jetzt auf einmal schön. Aber so gehört sich das auch. Denn damit endet dieser Teil meiner Marokko-Reise in diesem kleinen Hotel am Ende der Welt. Aber meine Reise geht natürlich weiter und im nächsten Teil fahren wir ins Landesinnere, in uralte Karawanenstädte, hinauf ins Gebirge des Anti-Atlas und über den legendären Tizi-en-Test-Pass. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. So erfahrt ihr sofort, wenn mein nächstes Reisevideo veröffentlicht wird. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dahin, ciao, ciao.